Hallo Hans. Hallo, Michael, sei gegrüßt. Ja. Schön, dass ich teilnehmen darf. Und mein Como, wir haben das immer Como genannt, das Colomotion Como, das nochmal live zu sehen und super. Der Hans ist, ist immer noch, glaube ich, der Manager dieser Firma, die jetzt ein bisschen anders heißt wie früher, und hat das live miterlebt, als damals die Würfelwand produziert wurde, denke ich, und auch in Genau, der ja. Produktion war. Die Nummer zwei, Peter. Peter war tief drin in der Restauration dieser Würfelwand und ist insbesondere jetzt noch mit dabei, die am Laufen zu halten und alles zu tun, dass das Ding halt auch funktioniert und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz von Anfang an dabei, aber als ich dann mitbekommen habe, worum es geht, habe ich mein ganzes Herzblut da reingepackt. Muss ich schon mal sagen. Und ich weiß nicht, wie viel Würfelchen ich gelötet habe. Gehört einfach dazu. Ja, ja, ja. Und wenn man dann die Geschichte dieser Wand verfolgt, macht es richtig Spaß. Und eins muss ich gleich mal vorwegnehmen, alle Mitarbeiter, besonders die Eva und die Werkstatt im Museum, die haben eine so super Zusammenarbeit geleistet. Ohne dem wäre es nicht möglich. Ja, genau. Und du hast es schon gesagt, unsere dritte Teilnehmerin heute, die Eva Kudras, Kuratorin vom Technikmuseum für Informatik. Und ich freue mich halt besonders deswegen, weil die Eva ja das Projekt auch eben von der Seite des Museums begleitet hat von Anfang an und da auch Bescheid weiß und dann ihren Beitrag da leistet, eben die Geschichte dann nochmal zu erzählen dann. Ja, hallo von mir auch. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch noch mal zum dritten Teil hier noch ein bisschen was beisteuern kann. Letztlich ist das Projekt nur dadurch entstanden, dass viele Ehrenamtliche viel Zeit in die Restaurierung gesteckt haben und dass unser Restaurierungsteam offen genug war, um da ganz viel Unterstützung zu leisten und einfach vieles zugelassen hat, was man vielleicht sonst bei historischen Objekten nicht zulassen würde. Das war schon ein Glücksfall und dass es über so lange Zeit jetzt auch läuft und hier jetzt im Eingangsbereich vom Museum steht, macht mich auch wirklich froh. Aber der Anfang lag natürlich bei Herrn Heibges, der überhaupt dran gedacht hat, dem Museum Bescheid zu geben und zu sagen, wir haben da was Interessantes, vielleicht wollt Ah, ihr das in die Sammlung übernehmen. Ja. Die letzte Zeit stand das im Ruhrpark in Bochum. Und da so von 1992 bis 1999 stand das im Ruhrpark Bochum, das ist ein Einkaufscenter in der Zufahrtsstraße. Das wurde alles verändert und dann war kein Platz mehr dafür da. Dann haben wir das mit weh im Herzen haben wir das abgebaut und ja, in die Halle bei uns gestellt. Dann war auch mittlerweile die LED-Technik weitergeschritten, dass es für die Würfelwand nicht mehr wirklich einen Einsatzzweck gab. Ja, was machen mit dem Colomotion? Ja, dann habe ich alle möglichen Museen angerufen und dann hat man das im Technischen Museum hat sich die Eva, glaube ich, dafür eingesetzt, dass es nach Berlin kam, auch bedingt, weil es einen Bezug hat zu Berlin, weil es ich schicke da auch noch Bilder als PDF, die habe ich mal hier, äh, wo es vor dem ICC in Berlin stand und das zu der Funkausstellung. okay. Und wie viel von diesen Dingern wurden gebaut? Das hier ist das einzige weltweit, was mit dieser auch Gehäuseform gebaut worden ist. Es gab noch drei andere, eins war in Barcelona Mhm. und eins war in Paris und in Rom. Und hier, das war eigentlich der Prototyp für eine Serie. Das Mhm. sollte eine Serie werden, aber es ist dann ja nur bei dem geblieben. Und so, ja, das ist noch weltweit das einzige Teil in dieser Art, was es gibt. Eva, auch dir noch danke, ja, dass du dich dafür eingesetzt hast. Und das erfreut mich, ja, es erfreut mich, dass es dort jetzt im Technischen Museum steht und alle Blicke auf sich zieht.
Ja, es freut mich auch. Also ich Ja. muss natürlich immer den Leuten danken, die auch dran denken, überhaupt, bevor sie Sachen verschrotten, hier anzurufen oder in anderen Museen. Also dass es die Möglichkeit gibt, sowas auszustellen, verdanken wir einfach allen beliebigen Menschen, die irgendwie denken, sie haben vielleicht doch was Interessantes, was das Museum vielleicht langfristig aufbewahren sollte. Und das war bei der Color-Motion einfach, also als der Anruf kam und die ersten Fotos die Bilder von der ICC und die ganzen Anzeigen, dachte ich, ja super, das ist einfach mal eine Geschichte, die man sonst nicht unbedingt im Technikmuseum sieht. Nämlich die vom öffentlichen Raum, von den Werbeschriften, die ja in den Großstädten schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ja schon so Wanderschriften, also animierte Schriften, die halt mit elektrisch gesteuerten Glühbirnen dann präsentiert worden sind. Und eben in Berlin, am Kudamm-Eck, war eine sehr berühmte Würfelwand, sage ich jetzt mal, 300 Quadratmeter groß mit Hunderttausenden von Würfeln, die schon diese 5 Zentimeter Kantenlänge hatten. Und das ist halt für die Berliner eine relativ bekannte Geschichte, zumindest für die Älteren, die dann eben am Kudamm dort entlang gelaufen sind und wo man eben in Echtzeit Nachrichten angezeigt bekommen hat und Ähnliches. Und der Geschichte von diesem Objekt bin ich auch mal nachgegangen, aber also da scheint es überhaupt keine Überreste mehr zu geben. Die war in einer ähnlichen Zeit eigentlich parallel zur Color-Motion auch bis in den 90er Jahren im Einsatz. Ist dann irgendwann beschädigt und abgebaut und ersetzt worden durch eine große LED-Wand. Insofern, ja, das ist einfach was man, wenn man jetzt sonst eher irgendwelche Homecomputer oder auch die Geschichte der Großcomputer zeigt, was eher abseitig ist. Deswegen haben vielleicht auch andere Museen nicht gleich reagiert. Ich fand es genau deswegen besonders spannend, weil das einfach einmal zum Thema Pixel, Bildpunkt, man da ganz viel auch didaktisch dran erklären kann. Man irgendwie eine Steuerungstechnik hat mit Modem, aber auch dieses, also wie ist der öffentliche Raum, Echtzeitnachrichten jetzt hier auf der Color-Motion sind ja auch schon Nachrichten oder Wetter und Ähnliches ist ja alles angezeigt worden. Gleichzeitig ist es eine Werbefläche, also es ist auch der kommerzielle Einsatz, der ja bei all der Computertechnik immer eigentlich ganz, ganz relevant ist und deswegen ein Nutzungszweck, den ich einfach auch spannend fand. Und dann hast du dich verliebt gleich von Anfang an irgendwo? Genau, aber es war immer mit diesem, eine Bedingung würde ich es jetzt nicht nennen, aber eigentlich mit der Herausforderung oder der Aufgabe verbunden, man kann die hier nur ausstellen, wenn sie auch wieder lauffähig gemacht werden kann. Und als eben Dietmar und ich damals dann bei Hans waren, 2017, und gesehen haben, dass er einfach noch unglaublich viel Dokumentationsmaterial auch hat, die komplette Software, noch den Originalrechner, wo das lief, die Modems und so weiter, wurde mir klar, die Voraussetzungen sind hier einfach sehr gut, um ein Objekt auch wieder lauffähig zu machen. Weil das ist natürlich das Spannende, dass man auch heute da Sachen zeigen kann und dass wir es eben auch als Informationswand im Museum benutzen können. Wenn es jetzt gar nicht laufen würde, ja, und im Depot rumstehen würde, würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, das ist ja spektakulär, aber eben in Kombination mit der glücklichen Fügung, da dann Leute zu finden, die sich dann auch bereit erklären, das wieder zum Laufen zu bringen, ja, da war das einfach Hast du gedacht, ein Glücksfall, würde ich sagen. Hat man sonst oft nicht so, weil eben gerade die ganzen Dokumentationen und auch die technischen Details, das hebt eigentlich selten jemand über so einen langen Zeitraum auf. Und das war eben in dem Fall, dank Hans, alles noch kompakt und auch die ganzen Ersatzteile, alles, was wir jetzt auch als zum Reparieren und zum Ersetzen bei der Wartung verwenden können, war einfach vorhanden. Das war quasi wie auf dem Serviertablett präsentiert vom Hans. War die Maschine, als sie ankam, in dem Zustand irgendwie funktionsfähig oder war die kaputt? Die war kaputt. Okay. Und der Peter Reichelt hat das mit seinem Team geschafft, die wieder zum Laufen zu bringen, haben viele, viele Lötstellen nachgelötet, haben neue Netzteile dort eingesetzt. Das war ein großes Problem. Und auch die Klimaanlage, weil diese 12.800 Würfel, die da sind mit ihren Motoren, entwickeln doch eine gewaltige Hitze. Wir hatten auch im Ruhrpark immer laufende Probleme, dass es zu warm wurde und dann musste wieder ein Techniker hinfahren.
dann blieben auch Würfel damals stehen, musste Kontaktschwierigkeiten. Da muss ich sagen, das hat der Peter mit seinem Team toll gelöst, dass sie so lange so auch stabil läuft. Und das tagtäglich, so wie ich das mitbekomme. Ja. So, da muss man sagen, Hut ab. Ja, Peter. Ja. Okay, wir haben gesagt, es kam ins Museum, die Kuratorin der Informatik war begeistert, hat es genommen und dann kam ja der Kontakt zu dem Arbeitskreis Lebendige Technik. Genau, der ist falsch. Das hattest du wahrscheinlich gleich im Hinterkopf, hast du nicht gleich im Hinterkopf gehabt? Nee, Okay. der erste Versuch war schon beim Vintage Computing Festival 2017. Ja. Da haben wir das Projekt einmal ganz kurz, also habe ich das Projekt quasi mit einer Kollegin einmal vorgestellt und so, wir suchen Leute, die sich darum kümmern und die das vielleicht als Projekt aufnehmen. So war das. Da hatten sich auch schon ein paar gemeldet, aber es war sehr vage und keiner hat sich so richtig zugetraut. Und also die Würfelwand war auch gerade 2-3 Wochen vorher erst im Museum angekommen, stand hier schon und dann bin ich mit Leuten aus dem Vintage Computing Festival dorthin, haben wir uns die angeschaut. Und so im Nachgang kam auch so tröpfelsweise grundsätzliches Interesse, aber nie so richtig, dass ich dachte, ja, jetzt da können wir aus der Rückmeldung jetzt irgendwie ein Projekt stricken. Und dann hatte eben der Jan Weber mit ein paar Leuten schon so eine Gruppe gegründet, die halt insgesamt im Museum sich um Objekte gekümmert haben, die man lauffähig machen kann, eigentlich mehr in der Nachrichtentechnik, Fernschreiber und so weiter. Und da bin ich dann auf die gestoßen, mehr oder weniger, oder Jan hat mich angesprochen, weiß ich gar nicht mehr, wie genau das lief. Auf jeden Fall wurde mir dann klar, okay, mit der Gruppe, die jetzt schon besteht im Museum, wenn wir die jetzt weiter ausbauen, dann können wir vielleicht das Projekt angehen. Genau, und dann hatte ich ein paar von den Interessenten, die vom Vintage Computing Festival kamen, quasi weitergeleitet an Jan Weber und Peter und Detlef und alle, die da schon aktiv waren. Und so hat sich das allmählich formiert, dann Anfang 2018. Und die sind dann eigentlich relativ stabil zusammen, bis dann auch die Wand Ende 2020 hier aufgestellt werden konnte. Genau, sind diesen langen Weg dann auch zusammengegangen, den man dann gehen musste, um das Ding wieder funktionsfähig zu machen. Das Tolle war, als wir sie bei Hans abgeholt haben, das letzte Bild war so eingefroren. Ja, also da war noch so Ruhrpark Genau. dann da gestanden. Das heißt, man hatte irgendwie so eine Ahnung, wie es denn später mal aussehen könnte. Das war, glaube ich, ganz gut. Ihr habt da so ein eingefrorenes Bild aus der Vergangenheit mitgenommen. Genau. Ganz genau, ja, vom Ruhrpark. Das stand immer noch da drauf. Das ist ja fast schon Archäologie dann. Ja. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wenn es jetzt einfach nur eine weiße Würfelwand gewesen wäre, Ja. die Leute dafür zu begeistern, weil das war schon so, Ja, das ist ja toll. man für hat die eine Leute, Ahnung dann, bekommen. Nachher konntest du es dann zeigen und sagen, so wird es mal aussehen. Da war dann wirklich schon ein Bild und so. Und dann haben sie angebissen. Na, und auch, wir hatten auch Videos, eben Hans hatte ja auch von der Firma aus den Niederlanden da schon noch eine Videoaufnahme, wie eben das damals auch am Original lief. Und all solche Sachen sind natürlich total wichtig, um überhaupt Menschen zu motivieren, das könnte Spaß machen oder das Ergebnis ist vielleicht toll. So, Ja. Und genau, dadurch hat sich dann diese Gruppe formiert, die dann relativ unabhängig von mir eigentlich das ganze Projekt durchgezogen hat, eher dann zusammen mit den Restauratoren hier im Haus. Also der Jan hat da gerade zum richtigen Zeitpunkt die Gruppe gegründet. Jan hat uns gut angeleitet, muss ich mal dazu sagen. Und ich habe immer eher gesagt, aha, lasse mal reden, ran an Lötkolben und dann ging das los. Und da haben wir erstmal mit einer kleinen sogenannten Demowand angefangen. Das heißt, wir haben nicht 50 Module, die eigentlich in die eigentliche Wand das reingehören, angefangen, sondern wir haben mit 3x3 Modulen angefangen und haben die erstmal funktionstüchtig gemacht. Und da konnten wir schon auf dieser Matrix Bilder darstellen und die haben wir sogar auf der Mega Fair vorstellen können. Die ist sehr gut angekommen, bei den Kids vor allem. Wir haben das schon so weit getrieben, der Jan hat ein kleines Python-Skript geschrieben, da kommen wir ja nachher bestimmt auch noch zu. Ne? Und dieses Python-Skript konnte schon die Bilder von einem Bitmap direkt über die serielle Schnittstelle auf die Wand schieben. War nur die kleine Wand, aber man hat schon Gesichter erkennen können. Das heißt, wir haben die Kids dort vor eine Kamera gesetzt und dann haben wir dieses Bild einfach
rübergeschoben auf die Wand. Das war schon faszinierend und hat die Bilder, die Kinder natürlich begeistert. Die Kinder durften dann auch noch zeichnen, irgendwelche bunten, und haben sich auf der Wand wiedergefunden. Das natürlich interaktiv wollen wir eigentlich demnächst auch noch angehen. Ja. Ja, der Standort im FEZ, also im Freizeiterholungszentrum in Berlin, der hat sich gut angeboten. Dadurch, dass wir einen Stand bekommen haben und konnten wirklich die Innereien der Color Motion der Wand zeigen und alle konnten sich daran bedienen. Also das war ideal. Dann kam der Transport. Der Transport, genau. Die große Wand wurde ja zwischengelagert, in der zweiten Etage war das. Und da hatten wir die Möglichkeit zu bauen, die Baugruppen zu reparieren, Module zu ergänzen. Und nun wurde die dann aber von dort nochmal umgesetzt an den jetzigen Standort. Das war ein richtiges Abenteuer, muss ich dazu sagen. Wir mussten erstmal alle Baugruppen, alle Module ausbauen, damit sie leichter wird und auch transportabel und die empfindlichen Würfelchen nicht kaputt gehen dabei. Also wurde erstmal alles ausgebaut und dann kam die Anlage über den Hof, transportiert Mit dem Kran runter. mit dem Kran runter aus der Etage, dann durchs Gebäude quer durch und über den Hof an den eigentlichen Standort. Naja, also was da noch alles passiert ist, das kann ich gar nicht sagen. Weil es kommt das Gewicht dazu. Das Gewicht, ja. Was wiegt die nochmal? 1,6 Tonnen. 1,6 Tonnen. Und da gab es ein Problem mit dem, Die Statik. Da gab es ein Mit der Problem Statik. mit dem Gabelstapler. Ach so. Der Gabelstapler hat die Wand auf halbe Höhe gesetzt und dann ging es nicht mehr. Da ging es nicht mehr weiter. Der Gabelstapler hat gesagt, Schluss. So, Ist mir zu schwer. ja. Und dann wurden zum Schluss 3 Gabelstapler benutzt. Die Decke musste noch verstärkt werden. Ah, was. Also wir hatten Glück, das war während Corona-Zeit. Und wir hatten Glück, dass da keine Zuschauer hier waren. Da konnten wir das in Ruhe Also. hochbringen. Und die Mitarbeiter, die alle dabei waren, die waren ja auch so engagiert da. Eva, du kannst noch mal dazu sagen, wer alles beteiligt war vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Dietmar Ruppert vor allem mit seinem Team aus dem Depot, die haben hier die ganzen Transporte eben auch schon vorher, ja auch von Gelsenkirchen nach Berlin, das alles schon mitbegleitet und geplant und über die Balkone eben in diesen Rüstraum, wo wir arbeiten konnten, dann wieder zurück über den Balkon sozusagen nach draußen mit dem Kran. Ist schon sehr aufwendig bei so einem Großobjekt. Ich meine, letztlich die Technikmuseen sind natürlich grundsätzlich dafür geeignet, auch größere Objekte zu transportieren und Dietmar ist da sehr engagiert, aber also es war wirklich Zentimeterarbeit. Also da mussten wir dann kurzfristig auch noch Objekte, die hier im Weg standen, noch ein Flugzeug noch mal wegräumen und so weiter, genau. Also es war schon echt aufwendig. Ja, war ein Abenteuer. Ja. Ja. Der Dietmar bat mich dann schnell noch den Ventilator, den sieht man hier an der Seite, der musste noch abgebaut werden. Es war wirklich Millimeterarbeit. Da hing ja die Cessna noch an der Decke und da ging es haarscharf vorbei. Ja. Man sieht es ja im Bild. Man sieht es im Bild, ja, genau. Ja, genau. und dann stand die Wand hier und musste befüllt werden. Vorher haben wir alle Baugruppen nochmal überprüft, komplettiert und dann wurden die einzelnen Module hier reingeschoben. Ja, das war ein schöner Spaß. Wie lange habt ihr gebraucht, bis das dann lief? An einem Tag habe ich wirklich alle Module reinbekommen und die lief dann auch schon. Das war bestimmt auch ein schöner Moment. Habt ihr Sekt dabei gehabt Ja. oder sowas? Naja. Nein. Viel Alkohol ist nicht geflossen, muss ja auch nicht. Aber irgendwie, war das nicht irgendein bewegender Moment, wenn Ja. du sagst? Schon. oder? Das kann man wohl sagen. Das glaube ich, ja. Ja, und jetzt steht sie hier, die Würfelwand. Und funktioniert. Und das Komische ist, wir wissen immer nicht, ob es von der Temperatur abhängt. Im Moment haben wir wohl die richtige Temperatur, die Wand fühlt sich richtig wohl, ich merke das. Dieses Rauschen, was man jetzt hört, das zeigt, dass die Wand an ist, dass Power on ist. Das heißt, die Netzteile sind alle in Betrieb und die Lüfter der Netzteile hört man so ein bisschen. Ja. Deshalb dieses Grundrauschen hier unter dem. Ja. Ich habe ja dann, damit man das auch richtig bedienen kann, einfach eine Fernbedienung
Ah. Und da gibt es 4 Knöpfchen. Da kann man das Licht ausschalten. Oi, Licht kann man ausmachen. Hey, warte mal, ich muss mal kurz Hans die Vorführung noch zeigen. Moment. Licht aus. Hans, siehst Dann du haben wir es? noch eine Innenbeleuchtung, die wird man jetzt vielleicht nicht so sehen, ich weiß es nicht. Innenbeleuchtung, ja, da oben sind Beleuchtung. Ach so, für die Techniker, ja. Damit man, wenn man reinläuft, auch da drin da wurden dann die Röhren noch getauscht, da haben wir glaube ich inzwischen LED-Röhren drin. So, dann kann ich die Wand abschalten, also Power on. So, ist ja nämlich ruhig. Und jetzt können wir ohne dieses Grundgeräusch sprechen. Oi. Und dann habe ich noch eine Taste, wo der Rechner ganz einfach hochfährt oder runterfährt. Da können wir vielleicht ganz kurz wo ich das Bild auch sehe, eine kleine Technik-Episode einschieben, wo wir schon dabei sind. Warum ist Power-Off wichtig? Ja, naja, der Jan hat ja in dem zweiten Video schon sehr viel Technik erklärt. Ja. Und ich habe mir gedacht, Power On, Power Off, versuchst du so sparsam wie möglich einzusetzen, damit nicht ständig Power On ist. Die Leistung geht ja über die ganzen Würfel und dabei erwärmt sie sich. Wir kriegen da über 50 Grad drin. Und wenn die Außentemperatur noch höher ist und wir haben keine Klimatechnik drin, die Klimatechnik können wir hier nicht betreiben im Raum, die war draußen natürlich im Freien, da war die wichtig, bei Sommerhitze und im Winter bei der Kälte. Jetzt brauchen wir die Klimaanlage nicht und müssen so sehen, wie wir mit der Wärme zurechtkommen. Dazu haben wir 3 Radiallüfter neu eingebaut, die jetzt von unten alles nochmal durchwälzen, aber innerhalb des Gehäuses. Dann gibt es die Möglichkeit, im Skript Power Off zu gehen. Das heißt, die Motoren schalten alle ab, die Leistung wird runtergefahren. Also im Skript Power Off, Power On, Power Off, Power On, damit es nicht so heiß wird. Und wenn Power On ist, das hast du mir auch erklärt, das war mir auch noch nicht so ganz klar mit diesen Spulen von den Motoren. Also so ein Motor hat ja 4 Spulen, glaube ich, oder 4. Das ist ein ganz einfacher Motor, der 4 Wicklungen hat. Je nachdem, welche Wicklung angesteuert wird, so dreht sich der Würfel aufgrund des Magnetfeldes und zeigt die Farbe Rot, Grün, Blau oder Weiß an. Genau, das ist eigentlich eine geniale Technik, das war mir gar nicht so bewusst. Also Strom geht an, einer der Wicklungen kriegt Strom und erzeugt ein Magnetfeld und zieht sich dann an den entsprechenden nächsten Magneten hin sozusagen. Richtig. So kann es sein, dass natürlich 2 Farben mal übersprungen werden und es nicht ganz so exakt, aber es klappt eigentlich aber sehr klappt gut, ja. Und dann bleibt er da hängen und wenn er dann mal hängen bleibt, kann man auch Power Off machen, weil er ja dann sich nicht mehr bewegt. Dann kann man den einfach abschalten und dann bleibt er so stehen. Ja, wenn man die Wand nicht groß schubst und die steht ganz gut. Die steht ganz gut mit ihren 1,6 Tonnen. Also richtig. Das ist ein dickes Ding. Ihr habt schon erwähnt, ihr hattet ja auch schon auf der Makers Fair da so eine Lösung, wo man dann Bilder direkt anzeigen kann. Und da würde ich gern jetzt die 3, die mir zumindest bekannt sind, 3 Designs kurz besprechen, wie man so ein Bild auf die Wand kriegt. Die ursprüngliche Lösung, und Hans, du weißt das wahrscheinlich auch, ist Dr. Halo hieß das Programm. Genau, Dr. Halo war das. So ein Zeichenprogramm, da kann man Bilder malen. Aber die Lösung mit dem Scanner, glaube ich, war davor noch, denn es ist ja sehr mühselig. Ach, die war noch davor. Halo. Vorher gab es noch einen Scanner. Also Hans, dann die erste Lösung noch ganz kurz. Das war ja ein Handscanner, den haben wir aber nicht mehr gehabt. Und da war aber dieses Dr. Halo war bei diesem Handscanner dabei. Also der Handscanner war da auch schon Teil. Da konnte man schon eigene Bilder reintun. In den Dr. Halo wahrscheinlich, genau. Ganz genau, so war das. Also was ich kenne, ist nur Dr. Halo, da kann man halt malen. So haben die, glaube ich, auch, so habt ihr auch, glaube ich, auch angefangen. Aber Dr. Halo Pixel für Pixel. Es gibt die Möglichkeit, in Dr. Halo schon einige Figuren zu zeichnen, auch dimensionieren und Texte einzufügen. Ja. Das ist die einfache Art, bei Dr. Halo geht schon, ja. Genau. Und dann am Ende kommt eine Bilddatei raus, die hat das Format PIC. Abgewandelt vom CGA-Format der damaligen Grafikkarten, genau, wo man einfach den Inhalt der Grafikkarte übernahm. Genau, das ist also in der Bilddatei ist im Prinzip der Grafikkartenspeicher einer CGA-Grafikkarte, die 4 Farben darstellen kann. Und diese PIC-Datei kann dann wiederum gelesen werden von der Como-Software. Richtig. Und die Como-Software, die tut das dann in einen seriellen Bitstream transportieren.
den dann der Jan wiederum analysiert hat damals. Und dann werden die Bits in die Wand geschoben. Also das war die ursprüngliche Lösung, mit der ihr auch lange gearbeitet habt. Ich sag mal schon, die dritte Lösung war jetzt über einen kleinen Raspi ein Python-Skript zu erzeugen. Das hatte der Jan ganz gut hingekriegt. Mit dem hatten wir das auf der Maker Faire schon damals 2019 gemacht. Ja. Das war dann also 2018. die dritte, jetzt wo wir die Scanner-Lösung kennen, die dritte Lösung, die dann der Jan implementiert hat. Er hat im Prinzip den PC ersetzt durch ein Raspi. Okay. Und hatte das Protokoll, das serielle Protokoll, das zur Würfelwand geht, reingeniert und hat dafür gesorgt, dass der Raspi genau die gleichen Bits schickt, wie der PC früher geschickt hat. Okay, das wusste ich gar nicht. Und dann hat er den Vorteil gehabt, dass er auf dem Raspi Python laufen hat lassen können und Python kann einfach die normalen Bildformate lesen. Und somit konnte er dann BMP, GIF und JPEG auf die Würfelwand projizieren. Jetzt haben wir die vierte Lösung. Jetzt haben wir die vierte Lösung. Und jetzt kommt Micha ins Spiel. Jetzt kommt Micha ins Spiel. Das ist jetzt meine dritte Begegnung mit der Würfelwand. Da habe ich weil ich dann hier war jetzt halt und auch mit der Eva das besprochen habe, dass wir noch ein Video machen, dachte ich, wäre doch schön, wenn wir Bilder darstellen könnten. Also Fotos, was wir vorher schon konnten, aber jetzt gerade nicht so läuft, wie es gerade hier steht. Und dann hat der Peter hat mir dann Beispieldateien geschickt, also diese PIC-Dateien und eine Erklärung so ein bisschen. Und dann habe ich das auch reingeniert und jetzt gibt es eine Lösung, dass wir im Prinzip auch wieder mit einem Python-Skript aus normalen Bildern, also GIF, BMP, JPEG, dieses PIC-Format erzeugen können. PIC-Format. Und das können wir dann einfach, so wie es ist, auf den PC kopieren über den Stick, was wir gerade vorhin noch gemacht haben als Vorbereitung. Und dann am Ende sieht man dann hier diese Grafik. Das rechts sollte die Würfelwand sein, das in der Mitte ist der IBM-PC, auf dem wir das kopiert haben. Der macht das über eine serielle Leitung auf die Würfelwand. Und ganz vorne ist mein Mac, wo ich das mit GIMP, das JPEG erzeugt habe und dann konvertiert habe in das PIC-Format. So, ganz kurz erklärt. Technikteil beendet. Hans, hast du noch Zeit und Energie? Ja, ja. Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Was hat das Teil gekostet? Weiß das jemand? Ja, das hat damals gekostet 128.000 Gulden. Gulden? Gulden. Aha. Man muss dazu wissen, Texas ist in Holland gegründet worden und ich habe den Vertrieb übernommen, Generalvertrieb für Deutschland. Und Texas Holland hatte dann andere Produkte noch später entwickelt und ist aber dann liquidiert worden. Und ich habe dann angefangen, die eigenen Produkte zu entwickeln, auch immer noch unter dem Namen Textlite. Hans, die Wand hat 125.000 Gulden. 128.000 Gulden, ja. 128.000 Gulden. Was hat jetzt ein Skript gekostet? Ach so, das war ja, wo es im Ruhrpark war. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht mehr. Das waren, die Preisliste müsstet ihr noch haben. Die haben wir. Da können wir mal nachgucken. Ich weiß das nämlich nicht mehr auswendig. Was hat man dem Kunden in Rechnung gestellt? Genau. Naja, das musste sich ja irgendwie wieder amortisieren. Ja, und da ja, musste man natürlich. natürlich für die Werbefläche klar. schon viel Geld bezahlen. Und das war für die damalige Zeit hier so beleuchtet, interaktiv und animiert ja durchaus eine sehr attraktive Werbefläche. Insofern, ich habe jetzt auch die genauen Kosten nicht mehr im Kopf, aber das war natürlich teurer, als wenn man irgendwo ein Plakat hingehängt hat. Das Musste ja auch teurer sein, wie gesagt, bei diesen Ausgangskosten. Ich weiß noch, ich habe damals auch eine Werbeagentur aus Essen, die den ersten Prospekt oder auch diese Preisliste entworfen hat. Die haben, ich glaube, das waren auch so 15.000, 20.000 D-Mark, was die damals auch sich eingesteckt haben, nur für das Konzept zu entwickeln. ja. Das war also schon.
und der Transport und der Aufbau. Also es war schon einiges noch an zusätzlichen Kosten, die da entstanden sind, auch immer wieder hinfahren, weil es doch technische Probleme gab, auch insbesondere mit der Klimaanlage. Die habe ich auch mal komplett erneuern lassen. Es war auch ein Groschengrab, kann man sagen. Ach, habt ihr nicht viel Also dran? Geld verdient habe ich nie damit. Aber ich war damit so verliebt in dieses Teil, wo ich das erste Mal in Holland gesehen habe und so die Entwicklung auch mitbekommen habe, hat mich einfach fasziniert. Und Ja. ja, gekauft habe ich es auf dem Bierdeckel damals in Bierlaune nachts, ja, mit, Ach was. ja, ja, mit den anderen Textlight-Gründern, die damals, die es aber jetzt nicht mehr gibt. Ja. Und am nächsten Tag schlechtes Gewissen gehabt? Nee, eigentlich nicht. Ich war auch happy, dass ich das Teil hatte, weil immer, wenn ich nach Holland kam und in die Fabrik, lief das da und ich war dann immer begeistert. Und insbesondere jetzt, dass es jetzt so einen Ehrenplatz hat, Ja. gibt mir eine innere Befriedigung. Technisch kann ich noch was nachsetzen. Zusätzlich zu dem Wärmeproblem kann ich noch sagen, die Leuchtröhren, die drin waren, die funktionieren noch. Ich kann sofort umschalten, wenn ich will. Aber die erzeugen sehr viel Wärme. Die Trafos, die da unten drin sind, die Vorschaltgeräte, die haben wir ersetzt mit LED-Technik. Und kommt genauso gut, würde ich sagen. Genau, aber das ist halt immer eine Abwägung, welche Teile man ersetzt, Genau, welche genau. alten Sachen man weiter nutzt und an welchen Stellen man einfach auch Kompromisse macht oder sagt, jetzt die neuere Technik ist jetzt nun mal viel stromsparender und viel praktischer für unsere Nutzung. Deswegen haben wir sie eben ausgetauscht bei diesen verschiedenen technischen Wegen. Da gab es eben auch Diskussionen innerhalb der Gruppe, welchen Weg begeht man. Also benutzen wir jetzt Raspberry oder behalten wir den alten Computer mit der ganzen alten Software, die da auch noch drauf ist. Genau, diese Diskussionen sind auch dann immer, also produktiv natürlich innerhalb von der Gruppe, aber auch schwierig zu lösen, weil es gibt halt nicht den Königsweg und dann auch immer noch andere Leute, die mitreden, die Restauratoren zum Beispiel, die halt auch eine Meinung haben. Deswegen, also ich bin froh, dass wir es einfach geschafft haben, jetzt über den langen Zeitraum die Maschine so stabil zum Laufen zu bekommen. Auch das, also die Übergabe hier im Haus an die Menschen, die Vorführungen machen, die tagtäglich die ein- und ausschalten, die auch total verliebt sind. Also das war mir auch nicht so bewusst, wie soll das funktionieren, wenn dann eben die Gruppe hier, der Arbeitskreis Lebendige Technik hier nicht mehr jeden Tag antanzt. Und das muss ja irgendwie übergehen ans Museum. Und das war einfach auch der große Vorteil, weil es eben auch von Peter diese Fernbedienung zum Beispiel gab, eine ganz einfache, wirklich simple Methode, wo auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von Computertechnik haben, die auch starten können. Aber es gibt auch unter den Leuten, die hier Vorführungen machen, viele Interessierte, die auch das weiterentwickeln wollen und daran interessiert sind. Und genau, also das muss man einfach auch mit bedenken, dass man bei all dem, was man hier ausstellt, dann alle Leute im Haus irgendwie mitnimmt. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert in dem Fall. Ja, ja. Zu dem thermischen Problem kann ich noch was verraten. Die Logikboards haben ja einen Spannungsregler drauf. Ursprünglich war es ein ganz einfacher analoger Spannungsregler, die habe ich gedacht, die ersetzte mal mit einem digitalen Regler und schau an, die Temperatur ist merklich runtergegangen. Ich habe noch nicht alle Logikboards ersetzt damit, aber solange es so gut läuft, fasse ich es jetzt erstmal noch nicht an. Also hat eine Menge ausgemacht. Wir hatten über 55 Grad da drin und wenn man mal genau über der Baugruppe misst und über den Spannungsregler, dann merkt man den großen Unterschied. Mehr als 30 Grad kommen da jetzt nicht mehr runter, also die bleiben kalt eigentlich und dadurch ist natürlich so ein Spannungsregler digital geregelt bedeutend besser. Ja. Wie viel hast du schon ausgetauscht? Die Hälfte bestimmt. Die Hälfte. Aber dabei gab es ein Problem.
Der Spannungsregler erzeugt ein Magnetfeld. Das Magnetfeld beeinflusst das Modem und das Modem will dann nicht mehr. Also musste ich mir überlegen, was machst du jetzt? Eine kleine Abschirmung auf den Spannungsregler war auch nicht das Richtige. Haben wir herausgefunden, dass der Spannungsregler genau 45 Grad im Winkel steht. Ja, die das ist Magnetfeld. so Ach, kleine Scheiße. Sachen, ja, die man damals nicht berücksichtigen musste. Aber ja. Das ist dann Aber der es bringt Nachteil auch was, ja. der Digitaltechnik. Ja. Ja, auch spannend. Ja, viel von der Arbeit ist einfach Trial and Error. Ja. So. Tüfteln. Dann tüfteln und dann weiter überlegen und dann in andere Richtungen überlegen und letztlich lebt aber das Projekt davon, dass man immer weiter verschiedene Richtungen, lebendige Technik, das ausprobiert. Deshalb auch unsere Gruppe Lebendige Technik. Das hatte ja Jan schon so gegründet und das fand ich gut. Ja. Super Name. Da kommen wir dem nahe, was wir hier machen. Genau, und die Besucherinnen und Besucher, die sind einfach auch fasziniert, stehen davor, fragen nach, schauen an der Seite rein, wundern sich, was das für eine Dinosauriertechnik ist. Ja. Dafür noch eine Glastür. Genau, finden es Die lustig, wird dass dann da so Pixelfehler sind, die irgendwie so, nee, das ist doch alles gar nicht so richtig. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass es eigentlich auf ihren Smartphones auch nichts anderes ist als ein Pixelbild, nur viel kleiner, das ist dann schon auch ein Lerneffekt, den ich ganz gut finde. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon viel gelernt durch die Würfelwand auch. Und mal sehen, wie es weitergeht mit dem Projekt und mit der lebendigen Technik. Sucht ihr immer noch Leute? Ja klar, ja. Vor allem jungen Nachwuchs, das ist immer schwer. Ja. Okay, dann machen wir nochmal einen Aufruf an alle jungen Leute, die Lust haben am Tüfteln für die lebendige Technik hier im Technikmuseum. Schlusswort von Hans. Viele Grüße an das Chromo und auf lange Lebenszeit. Und schönen Dank fürs Interview, Michael, Eva, danke nochmal, Peter und dem ganzen Team. Alles Gute, noch einen schönen Tag und bis bald mal. Ja, Tschüss. bis bald. Mach's gut. Danke, das gehen wir weiter. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.